Ziehst du schon den ganzen Tag so ein Gesicht wegen Gregor? Warum soll ich ihn wegen Gregor ein Gesicht ziehen? Weil es dir natürlich überhaupt nichts ausmacht, dass er nicht mehr mit dir redet. Ja! Oh, jetzt kapiere ich auch, woher der Name kommt. Ein Cocktail als Liebeserklärung, Mann, ist das süß. Bingo. Schwachstelle, dein Name ist Vibe. Das Problem der Lahnsteins heißt Alkohol, wie profan. Jetzt geht es nur noch um ein paar Formalitäten. Wir sehen uns. Ja. Wo warst du? Die Nase pudern. Freust du dich denn gar nicht, dass wir das Stadion bauen können? Doch, natürlich. Willkommen in der Lahnstein-Arena. Dein Vater wird es sehr freuen. Na, uns alle, denke ich, oder? Ja. Zumal unser Lieblingsfeind diesmal leer ausgeht. So ein Pech aber auch. Dieser glücklichen Familie wird das Lachen auch noch vergehen. Oh Mann. Erst penn ich ein, dann du. Ist eine ganz schön feurige Beziehung. Aber du siehst wirklich süß aus, wenn du schläfst. Christian? Schade. Aber was lasse ich dich auch die halbe Nacht warten? Ruh dich schön aus. Reingefallen. Das geht. Noch jemand Champagner? Oh ja. Du bleibst doch besser bei dem. Danke. Rührend, wie der Graf versucht, die Probleme seiner Gemahlin zu bekämpfen. Hauptsache, keiner kriegt was mit. Fragt sich nur, wie lange noch. Darf ich Ihnen zu Ihrem Erfolg gratulieren? Lahnstein-Arena. Alle Achtung. Degenhardtstadion wäre Ihnen sicherlich lieber gewesen. Ach, man muss auch gönnen können. Ich hoffe nur, Sie bereuen nicht noch, dass Sie versucht haben, mir eine Unfallflucht unterzuschieben. Ach, ich bitte Sie, was gehen mich schon Ihre Probleme mit der Justiz an? Irgendjemand hat einen meiner Wagen so manipuliert, dass es aussah, als hätte ich Frau Schneider angefahren. Sagen Sie, wer macht denn sowas? Tja, da habe ich keinen blassen Schimmer. Nein? Sie vielleicht? Lassen Sie meine Frau in Ruhe. Aber natürlich. Prösterchen, gnädigste. Under the bridges of Paris with you. Hey, lass doch. Mir gefällt sowas. Tatsache? Ich bin auch bekanntlich altmodisch. Und du scheinbar auch. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ein Mann braucht seine Geheimnisse. Schöne Schrift. Werden die gebrannt? Das geht dich nichts an. Wenn ich da 1 und 1 zusammenzähle, du hörst ungewohnte Musik von eindeutig weiblicher Hand zusammengestellt. Ist das ein Verbrechen? Ich spreche nicht als Anwalt zu dir, sondern als Mitbewohner. Könnte es sein, dass du demnächst öfters Besuch bekommst? Kann ich hell sehen. Andererseits, Sarah wohnt ja direkt gegenüber. Ihr könnt euch ja auch bei ihr treffen. Okay, Herr Schneider, Sie haben recht. Die CD ist von ihr. Ja und? Ja, was und? Hey, ich tratsche es auch nicht weiter. Seid ihr jetzt zusammen? Nein. Aber du wärst es gern. Du weißt doch ganz genau, was ich von Beziehungen halte, oder? Ja, ja, du bist ja auch ein harter Kerl.
Und Liebe macht unglücklich und so weiter und so fort. Aber sie gefällt dir. Wir sind nur gute Freunde. Mhm. Und ihr habt nur denselben Musikgeschmack. Hm? Lars, wenn du mich jetzt bitte arbeiten lassen würdest. Vielen Dank. Ach, ist das schön. Hey, schlaf nicht ein. Das muss gerade du sagen. Ich habe mindestens noch eine halbe Nacht gut bei dir. Wir haben aber Tag. Ich kann trotzdem eine Runde pennen. Denk nicht mal dran. Tja, da musst du dir wohl irgendwas einfallen lassen. Zum Beispiel das. Zum Beispiel. Endlich mal ein Tag für uns. Kannst du dir nicht vielleicht auch noch den Abend frei nehmen? Das geht nicht. Heute Abend ist Partynacht im Club. Dann musst du schon wieder in 6 Stunden fahren. Immerhin 6 Stunden. Aber morgen muss ich wieder arbeiten und dann sehen wir uns den Rest der Woche gar nicht mehr. Jetzt denk noch nicht daran. Ja, ich meine ja nur, es ist ja wohl echt bescheuert mit unseren Jobs. Geht das nicht irgendwie anders? Ich kann nur abends arbeiten. Und ich kann Nico nicht die Spätschicht nehmen, das wäre echt assi. So weit waren wir schon. Wenn wir wenigstens... Was? Vergiss es. Das ist eine Schnapsidee. Zusammenziehen? Ja, ich sag ja, das ist viel zu früh. Außerdem würde das unser Problem auch nicht wirklich lösen. Dann wissen wir jetzt schon mal, was gar nicht klappt. Wird der Rest ja wohl ein Klack sein, ha? Ziemlich großer Klacks, hm? Du weißt was? Ich leg mich eine Runde pennen. Vielleicht kommt mir die Erleuchtung im Schlaf. Warum lässt sich Ihr Bruder auf ein Gespräch ein? Degner will doch nur provozieren. Ansgar weiß sich schon zu helfen. Er ist eitel und will immer das letzte Wort haben. Das stachelt den Mann noch an. Wenn Sie das nächste Mal versuchen, mir irgendwelche Beweise unterzuschieben, gehen Sie doch bitte nicht so stümperhaft vor. Also, dann glaube ich ja tatsächlich, Sie leiden an Verfolgungswahn. Ist Ihnen die Haft nicht bekommen? Och, ich bin hart im Nehmen. Außerdem sind 3 Tage Haft ja nun wirklich nichts im Vergleich zu einem echten Schicksalsschlag, wenn jemand sein Kind verliert zum Beispiel. Jetzt gehen Sie langsam zu weit. Wenn ich mich recht erinnere, waren Sie doch mit dem Kleinen spazieren, nicht wahr? Und dann ist er in den Rhein gefallen. Mein Gott, welche Tragödie. Das reicht, wir gehen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass Sie so zusammenhalten. So etwas kann eine Ehe schließlich auch ganz schön belasten. Und? Erfolgreich? Ja, ich denke schon. Ich liebe Alkoholiker. Auf die kann man sich wenigstens verlassen. Jetzt zeig noch mal her. Ja. Ich weiß eben, was Männern gefällt. Und damit kriegst du Gregor locker rum. Die Platte wieder. Warum wollen wir denn sonst shoppen, hm? Weil ich nichts mehr zum Anziehen habe, deshalb. Ehrlich, das hat nichts mit Gregor zu tun. Weil ihr nur Freunde seid. Genau. Guck doch mal in den Spiegel. Du bist knallrot. Aber es macht ja auch nichts. Du hast dich eben verliebt, na und? Hallo. Hi. Schickes Oberteil. Klingelt da drin nicht das Telefon? Ich glaube nicht. Ich schau mal nach. Ciao. Hey. Na? Lösung gefunden? Ja.
Und? Du kannst deinen Job nicht ändern, aber ich. Und zwar wie? No Limits, das ist doch nur eine Übergangslösung. Eigentlich will ich was ganz anderes. Der Sportladen. Eben. Und vielleicht ist unser kleines Zeitproblem einfach ein Wink des Schicksals. Coco, wir müssen dringend was unternehmen. Ja, aber dazu brauchst du Startkapital. Das leih ich mir. Bei der Bank? Das ist doch kein Problem, ich bin freigesprochen, also die können das nicht wieder ablehnen. Aber die wollen Sicherheiten. Und die hast du nicht. Warum bist du so negativ? Ich bin nur realistisch. Coco, was soll ich denn machen? Ich bleib Kellner im No Limits und wir sehen uns 2 Stunden am Tag zwischen 4 und 6 Uhr morgens? So war das nicht gemeint. Ich meine nur, das ist alles nicht so einfach. Heute ist gar nichts mehr einfach. Weißt du, mein Vater, der hat sich nie getraut, seinen Traum zu leben. Und das Ende, das kennst du. Und so soll es bei mir nicht laufen. Wenn mir eins im Knast klar geworden ist, dann ist es das. Bei dir wird das nicht so sein. Das weiß ich. Nur dann muss ich es jetzt anpacken. Ich bin auch so jemand, der immer zu lange wartet. Schau uns doch an. Ich habe dich fast ziehen lassen. Zum Glück nur fast. Und was den Job betrifft, eigentlich hätte ich das direkt nach dem Knast machen sollen. Deshalb gehe ich jetzt zu Gregor und werde ihm sagen, dass ich kündige. Ich danke Ihnen, dass Sie beim heutigen Empfang das Ansehen der Familie gewahrt haben. Tja, manchmal muss die Familie eben zusammenhalten. Johannes wird es freuen. Ich muss jetzt los, wenn das in Ordnung ist. Ja, natürlich. Die Veranstaltung ist ohnehin beendet. Noch eine Zigarre mit unserem lieben Freund. Ich habe hier noch den Foulard von Natalie. Wo ist sie? Ja, ihr war nicht gut. Nach dem Gespräch mit Degenhardt, das hätten Sie besser sich und ihr erspart. Danke für den unerbetenen Ratschlag. Wollt ihr jetzt doch noch streiten? Hier, nimm ihn. Bis heute Abend. Da ist ja Natalie. Wo? Na da. Ah. Ich tausch mal, dann wird ihr Tablett leichter. Vorsicht! Ups. Nichts passiert. Ich habe auch mal gekellnert. Im Studium. War eine schöne Zeit. Danke. Hey, was soll das? Du hattest mir was versprochen. Los, wir gehen. Hey, endlich amüsiere ich mich und du verdirbst mir schon wieder alles. Jetzt reiß dich gefälligst zusammen. Wäre das jetzt nicht der richtige Moment, Öl ins Feuer zu gießen? Ach, ich finde, es brennt schon ganz prächtig. Du hast mich nicht rumzukommandieren. Natalie, bitte. Kann ich helfen? Nein, nein, alles bestens. Mein Gott, die Frau ist ja komplett betrunken. Ein Skandal. Ein bisschen aus der Übung, was? Ich bin nur umgeknickt, das kann vorkommen. Ich meinte eigentlich deine Interpretationsfähigkeit. Die Sache ist doch völlig klar. Deine Nichte sagt zu Sarah, du hast dich verliebt. Na und? Es gibt 1000 Männer auf der Welt. Meinst du vielleicht, Sarah zieht Tag und Nacht um die Häuser und lernt neue Bekanntschaften kennen? Ist angekommen, danke. Welcher Teil von du hast dich verliebt ist denn noch nicht klar? Es könnten ja auch nur Mutmaßungen sein. Könnte ja sein, dass Olivia das bei jedem zweiten Mann denkt. Ich weiß gar nicht, warum du dir so einen Kopf machst. Ich denke, du willst sowieso nichts von Sarah. Ich habe ein bisschen tief gestapelt, okay? Also sag mir einfach, was ich für Chancen habe bei Sarah. Naja, wenn ich dich so ansehe, keine. Vielleicht hilft Duschen. Könntest du einmal ernst bleiben, bitte? Mein Gott, Gregor, du stellst sie hier an wie ein Teenager. Ja, anscheinend hat sie mich schon so weit. Ja, irgendwie war das früher anders. Du meinst, ich jammer dir zu viel rum? Allerdings. Ich meine, okay, du bist ein bisschen aus der Übung. Aber am Ende weißt du doch, was du zu tun hast.
Ja, erst mal duschen, wa? Und dann auf in den Kampf. Sag mal, wenn du das heute nicht anziehst, Nimm's dir ruhig. nicht, dass Gregor sich dann noch in mich verguckt. Kannst du mal 5 Minuten nicht von Gregor sprechen? Hey, die Tür ist zu. Er kann uns nicht hören. Er weiß ja jetzt eh Bescheid. Du hast dich verliebt, na und? Man tut eben, was man kann. Du hast Nerven, das war peinlich. Das war ja wohl eher der Weg zum Ziel. Gregor wird dich nicht von der Bettkante stoßen, glaub mir. Du weißt genau, ich will keine Affäre, ich will eine richtige Beziehung. Auch dazu muss man mal Farbe bekennen. Dazu müssen vor allen Dingen beide verliebt sein. Und das ist bei Gregor nicht der Fall. Aber bei dir. Wenigstens hast du das schon mal zugegeben. Du kümmerst dich um deine Angelegenheiten, ich kümmere mich um meine, okay? Du, sag mal, kommt mein Bruder gleich? Das will ich doch hoffen. Ich bin total erkältet und möchte endlich ins Bett. Wie, bist du ganz allein oder was? Ja. Komm, dann ist es ungünstig. Wir gehen lieber wieder. Bekommst du plötzlich Schiss? Gregor reißt dir schon nicht den Kopf ab. Nein, aber er will bestimmt, Da dass ist er. Bring's hinter dich. Gregor, hast du einen Moment für mich? Hier bist. Hier ist gerade mächtig Alarm. Dann kann ich ja jetzt gehen, oder? Ja, gute Besserung. Danke. Ich weiß, du hast heute frei, aber könntest du bitte für sie einspringen? Ich weiß nicht, wie ich hier sonst klarkommen soll. Also eigentlich hatten wir was anderes vor. Ja, aber wir haben so gut wie keine Vorräte mehr und ich muss zum Großmarkt. Also gut. Okay. Ist nur bis heute Abend. Danke. Wenn ich wieder arbeiten muss. Ich hab's echt schon kommen sehen, weißt du? Will man mal kündigen und dann sowas. Wir hätten wirklich gehen sollen. Christian, machst du gerade mal 2 Milchkaffee? Ja. Tja, dann wünsche ich dir alleine einen schönen Nachmittag. Ich komme nachher dann in den Club, okay? Glaubst du, ich gehe einfach? Es sind jetzt übrigens 3 Milchkaffee. Hoffentlich langweilst du dich nicht. Und nicht langweilen, wenn du im selben Raum bist? Ich bin auch nicht glücklich über diese Situation. Aber Ihre Frau ist krank. Sie braucht Unterstützung. Sozialpädagogengeschwätz. Ich hätte sie einfach weiter einsperren sollen. Aber da waren ja Sie mit Ihrer Gefühlsduselei. Natalie braucht eine Therapie und keinen herzlosen Ehemann, der sie in den Eiskeller steckt. Dort konnte sie wenigstens nicht saufen. Warum trinkt sie wohl? Hm? Weil sie schwach ist. Aber wissen Sie, ich habe in letzter Zeit auch einiges durchgemacht und ich lasse mich nicht so gehen. Ansgar, es tut mir so Ach, leid. bitte, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Du kommst mir nicht mehr in die Öffentlichkeit. Ansgar, bitte, ich Lass wusste... mich in Ruhe. Geh mir einfach aus den Augen. Aber du hast mich doch mal geliebt. Ach ja? Aber seltsamerweise kann ich mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Was macht dein Bruder eigentlich noch hier? Ich dachte, er muss zum Großmarkt. Keine Ahnung, vielleicht noch Inventur oder so. Für mich sieht's eher nach einem Cocktail aus. Naja, wie auch immer. Jetzt wäre die Chance, mit ihm zu reden. Erst dein Kaffee. Mein Kaffee kann warten. Los. Gregor, hast du jetzt mal eine Sekunde? Nee, ich muss erst den hier wegbringen. Wer trinkt denn mitten am Tag einen Cocktail? Der ist alkoholfrei. Einmal Sweet Sarah. Geht aufs Haus. Als Dankeschön für die Namensgeberin. Danke. Darf ich? Wegen heute früh. Du, mach dir keinen Kopf. Wir umschleichen uns schon viel zu lange. Wie meinst du das? Ja, so wie ich das sage. Weißt du, ich gebe schon seit Wochen nur den guten Freund. Aber in Wirklichkeit will ich mehr. Viel mehr. Und ich meine, es ist keine Affäre oder so. Du bist mir wirklich sehr wichtig. Du musst jetzt auch nicht antworten. Wenn du genauso empfindest wie ich, dann komm einfach morgen um 9 ins Schneiders, okay? Aber das geht jedenfalls nicht so weiter. Ich werde auf dich warten.
Hoffentlich bis dann. Hab ich's doch geahnt. Du glaubst gar nicht, dass er noch lebt. Du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. Das ist nicht wahr. Ich würde alles dafür tun, dass Hannes lebt. Das weißt du. Nein, genau das weiß ich eben nicht. Wahrscheinlich hast du ihn nie geliebt. Ich dachte, du würdest dich über die kleine Überraschung freuen. Vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass du schon wieder feiern kannst, nach allem, was passiert ist. Du hast eine Fahne. Gott, nochmal, wie kann man sich nur so gehen lassen? Du bist eine Lahnstein, nimm dich gefälligst zusammen. Ob ich noch den letzten Rest von Achtung vor dir verliere. Du hättest mir ja wohl kaum deutlicher zeigen können, dass du Hannes schon längst aufgegeben hast. Das ist nicht wahr. Ach, Schwachsinn. Du kannst den Gedanken an meinen Sohn doch nur nicht ertragen, weil du ganz genau weißt, dass du ihn... Du gibst mir die Schuld an Hannes Tod. Aber du hast mich doch mal geliebt. Ach ja? Seltsamerweise kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Ja, ich bin völlig d'accord, Herr Bürgermeister. Ja, sowas hat ja auch Folgen für den Ruf des Stadions, für alles. Natürlich. Sie haben vollkommen richtig gehandelt. Jawohl. Danke. Wiederhören. Und? Sind die Landscheins ihren Auftrag los? Jedenfalls will der stellvertretende Bürgermeister diese ganze Stadiongeschichte noch mal überdenken. Er hat furchtbare Angst vor weiteren Skandalen. Nun, vielleicht habe ich da etwas für Sie. Das hat Ihr Detektiv vor 2 Minuten gemeldet. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Sie müssen unter der verlassenen Steuer. Es läuft ja wie am Schnürchen. Also dann, Kittylein, ich habe noch was zu erledigen. So, zur Abwechslung mal ein Sweet Sarah. Gregor hat sogar recht, der ist ganz lecker. Ist er eigentlich in Sarah verknallt? Ach, dazu sage ich gar nichts mehr. Und wieso ist er dann vorhin sofort verschwunden? Naja, ich glaube, du solltest ihm einfach schriftlich kündigen. Ich glaub's auch. Hey, Machst du mir einen Macchiato zum Mitnehmen? Klar. Ich sitze da vorne. Okay. Hallo. Oh, hi. So versunken? Und was denkst du denn gerade? Um ehrlich zu sein, an Gregor. So wie es aussieht, habe ich bald auch wieder jemanden. Jedenfalls will Gregor mich. Und ich will ihn. Verdammt! Hey, Sie sollten das nicht tun. was geht Sie das an? Sie sind sehr unglücklich, nicht wahr? Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Und jetzt geben Sie mir endlich die Flasche zurück. Ob Sie es glauben oder nicht. Ich will Ihnen helfen.